Hallo und willkommen in meiner Küche. Habt ihr schon mal ein wirklich gutes Himbeermus gegessen? Es lässt sich gut vorbereiten, ist eine Abwechslung und ein leichtes, leckeres Dessert, nicht nur für den Sommer. Immer wenn Gelatine verwendet wird, ist das der erste Handgriff, die Gelatine einweichen. Als nächstes werden die Himbeeren püriert, da ich nur den Saft benötige. Der Inhalt des Glases wird in ein grobes Sieb gegeben und durchgestrichen. Am besten geht das mit der Rückseite einer Kelle. Es dauert eine Weile und man muss geduldig sein. Was noch an der Unterseite des Siebes hängen bleibt, wird abgestrichen. Nun wird ein Eiweiß zu Eischnee geschlagen und der Zucker auf 2 Mal dazugegeben. Wer möchte, kann auch einen italienischen Baiser herstellen. Das ist aber nicht jedermanns Sache und deswegen habe ich mich für die Schweizer Variante entschieden und erwärme den Eischnee über dem Wasserbad, bis er lauwarm ist und sich der ganze Zucker aufgelöst hat. Bei mir hat das 2 Minuten gedauert. Natürlich muss der Eischnee die ganze Zeit geschlagen werden und auch wenn er vom Feuer genommen worden ist, rühre ich ihn noch einmal kurz durch. Als nächstes wird die Sahne geschlagen. Ich wiege sie ab und schlage sie, bis sie fest wird. Das gelingt besser, wenn Sahne und Behälter schön kalt sind. Gezuckert werden braucht die Sahne nicht. Nun wird die Sahne auf die Himbeersoße gegeben und ganz kurz untergerührt, denn auch der Eischnee muss noch eingearbeitet werden. Auch der wird nur soeben untergehoben, denn ein zu langes Rühren würde die im Eischnee eingeschlagenen Luftblasen zerstören. Zunächst kann man mit dem Schneebesen arbeiten und wechselt dann zum Teigschaber. Mit dem fährt man am Rand und vor allem Boden entlang und hebt die Himbeersoße von unten nach oben. Wenn noch ein paar Schlieren bleiben, macht das nichts. Zum Schluss kommt noch Gelatine in das Mousse. Sie wird aus dem Wasser genommen und ausgedrückt, in eine kleine Schüssel gegeben und für 5 Sekunden in der Mikrowelle erhitzt. Bitte aufpassen, nicht länger als 5 Sekunden. Für einen ausgefalleneren Geschmack kann noch ein Esslöffel Himbeergeist in die Gelatine gegeben werden. Man kann den Alkohol aber auch weglassen. Und wer keine Gelatine nehmen will, nimmt die gleiche Menge Agar-Agar. Damit sich die Gelatine gleichmäßig in das Mousse einarbeiten lässt, wird zuerst ein Teelöffel Mousse in die Gelatine gegeben, eingerührt und das Ganze dann nochmal wiederholt. Es ist wichtig, so vorzugehen, auch wenn es etwas pingelig erscheinen mag. Die Gelatinemischung wird nun zum Himbeermus gegeben und vorsichtig untergerührt. Dabei immer mit dem Teigschaber vom Rand zur Mitte hin arbeiten und mit der anderen Hand die Schüssel ein Stückchen weiter drehen. Nun fülle ich das Mus in ein paar Glasschalen, aus denen es später gegessen wird. Ich gebe eine Himbeere drauf und nach ein paar Stunden im Kühlschrank braucht es nur noch serviert zu werden. Oder aber man füllt das Mousse in diese Förmchen und lässt es darin gelieren. Das wird ein bisschen schneller gehen, da diese Formen recht klein sind. Anschließend muss das Dessert aber noch fertiggestellt werden. Dazu wird Schokolade in der Mikrowelle geschmolzen, etwas Olivenöl dazugegeben und untergerührt. Damit sich das Mousse besser aus der Form lösen lässt, kann man diese kurz mittels eines Creme Brûlée Brenners erhitzen oder man taucht die Form für 1 Sekunde in heißes Wasser. Zur Sicherheit löse ich das Mousse aber noch mit dem Messer. Dann kann man sie auf einen Dessertteller stürzen, zumindest theoretisch. Meistens klappt es dennoch nicht und man muss mit dem Messer am Rand hineinfahren und eine kleine Öffnung hineindrücken, damit dort Luft eindringen und sich das Mousse aus der Form lösen kann. Einmal auf dem Teller gebe ich nun ein paar Schokoladenfäden darum herum. Eventuell muss die Schokolade noch ein bisschen nachgewärmt werden. Dann kommen noch ein paar Früchte der Saison auf die Schokolade und natürlich noch eine Himbeere auf das Mousse. Zusätzlich hatte ich noch etwas Pfefferminzmeringue, die ich in einem Mörser zerkleinert habe und diese streue ich noch auf das Obst. Das macht sich optisch gut und die Pfefferminze gibt ein überraschendes und erfrischendes Aroma. Hier könnt ihr sehen, wie schön luftig das Mousse geworden ist.
Es lässt sich sehr gut genießen. Die Himbeeren haben einen intensiven Geschmack, der sich wunderbar mit der Sahne ergänzt. Ich hoffe, ihr probiert dieses Dessert einmal aus. Man kann es auch aus tiefgefrorenen Himbeeren machen und es passt hervorragend nach einer Hauptspeise mit Fisch. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Bitte abonniert meinen Kanal und schaut euch auch meine anderen Videos an. Und natürlich freue ich mich über einen netten Kommentar. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!